Hallo Leute, jetzt haben wir hier mal am La Creusette angehalten. Ja, das zeigen wir uns jetzt mal. Hier gibt es zum Beispiel einen Laden, der Biltong heißt, aber wahrscheinlich gar nichts mit Biltong zu tun hat. Irgend so ein Feinkostladen. Und ein Spielzeugladen gibt es hier auch. Einen ganzen großen Spielzeugladen. Der hat sogar Feuerwehren, ganz große Feuerwehren. Hier gibt es Lego, Playmobil, alles. So, dann gibt es hier Mr. Bricolage. Das scheint irgendwie so eine Art Baumarkt, ja, mit Haushaltsartikeln und so weiter zu sein. Ein Möbelgeschäft gibt es hier. So, hier in der Tiefgarage habt ihr sogar Geldautomaten. So, es scheint ein ganzes Einkaufsviertel sogar zu sein. Und so sieht das aus. Ganz, ganz viele Läden. Das ist ein Kinderladen und noch ein Spielzeugladen. Auch mit Lego. So, und dann gibt es hier eine Pizzeria und ein Restaurant. Hier gibt es irgendwelche lustigen Trucks. Und bei 30 Grad Merry Christmas. Hier ist Weihnachten immer noch. So, zur anderen Seite ist dann eher so die technische Seite. Da gibt es Telekom, LG und so weiter. Können eure Kinder mit so Autos fahren. Und da hinten ist Intermart. Das ist der große Supermarkt. Hier drin ist Fashion Galleria, ist wahrscheinlich sehr viele Klamottenläden. So, und am Ende der ersten Reihe gibt es ein Food Pavillon. Den schauen wir uns jetzt mal an. Hier gibt es Smoothies, Eis und mehrere kleine Dinge, ähnlich ein Hawker Center in Singapur. So, hier gibt es einen Stand, den probieren wir jetzt mal aus. Einen indischen. Puri gibt es da. So, 15 Puris kosten 50 Ringgit sind es ja nicht. Hier, wie heißt es? Rupie. So, wir essen jetzt hier mal Puri. Was auch immer Puri ist, werden wir gleich sehen. Das sind so irgendwie solche Waffeln, die werden hier eingekloppt und dann gefüllt mit irgendwas. Kommt eine Soße da rein. Und einmal was Rotes. Was wie Tomate. Kartoffel und Käse gibt's. Und Bohnen gibt's. One. That's one. Hier ist so ein Food Stall und so ein Food Court mit zig kleinen Ständen. Einer ist der Inder und hier gibt es richtig schicken Masala. Wow, guckt euch das an. Mit Salat, mit Beilagen, Reis, Naanbrot und Chicken Masala. Und das Ganze kostet hier 295, also 300 Rupie sind 6 Euro. Hier gibt es ein Indoor-Karussell für Kinder und einen Spielplatz.
So, in dem nächsten Gebäudeteil ist auch Winter und Weihnachten und hier gibt es viele Klamottenläden auch, verschiedene Klamottenläden. Gerade im Supermarkt und hier gibt es Christstollen, man glaubt es nicht. Unabhängig davon gibt es noch Lind, Weihnachtsmänner und so weiter. Also das La Cosette in der Nähe von Grand B ist ein größeres Einkaufszentrum, allerdings auch mit Wohnvierteln. Ja, man hat hier viele Shops, unterteilt in so Wohnblöcken oder Blöcken. Ihr habt einen großen Supermarkt, einen Intermarkt zum Einkaufen und einen Food Court, der super toll ist. Und wegen der Food Court nicht reicht, der findet auch noch Restaurants. Ja, können wir nur empfehlen, hier mal einen Stopp zu machen und rumzubummeln. Rechts abbiegen auf Chemin du Vieux-Moulin-Kasse. Metern rechts abbiegen. Juhu Leute, der erste Markt, der hier offen hat. Ja, der Grand B Bazar, hier direkt in Grand B. Ja, und den schauen wir uns jetzt mal an. Hier geradezu ist der Eingang und ihr könnt hier direkt vor dem Bazar parken. Hier, schaut mal hier, wie schön die Holzbretter. T-Shirt-Holzbretter. Wow. Jetzt dann direkt rein in den Bazar. Klamottenstände gibt es hier jede Menge, Souvenirstände und Klamotten und Klamotten und Klamotten. So ist hier so ein bisschen wie auf dem China-Markt. Hier kriegst du jede Fälschung, die du dir auch nur vorstellen kannst. Wow. Hier verläufst du dich drin, weil es nach allen Richtungen irgendwie geht. Dahin und da auch hin. Ein Markt, auf dem du alles Mögliche an Souvenirs und Co. kriegst. Aber leider sind auch einige Verkäufer sehr speziell. Obwohl im Internet steht, dass sie um 17 Uhr zumachen, machen sie schon wieder um 14 Uhr dicht. So, jetzt sind wir wieder zurück. Ja, und was gibt es da? Sehr viele Klamotten und Souvenirs. Ja, keine Fälschung, die es da nicht gibt. So, aber ihr müsst hart verhandeln. Da könnt ihr richtig toll handeln. Um die Hälfte von dem, was sie sagen, mindestens. Und gerade weil jetzt wenig Touristen da sind, sind die Verkäufer bereit, euch einen ordentlichen Rabatt zu geben. Also auf dahin, wenn ihr hier seid. So, vom Bazar aus hochgelaufen findet ihr diverse Souvenirläden. Hier könnt ihr bummeln gehen. Einmal quer die Straße hier in Grand Bay. Hier ist der Schuhdoktor.
Wenn du was... The hills also. Look, all hills also. Gut. Missing. Very good. Shoes, yeah. Wow. Thank you. Nice. Also, habt ihr ein Problem mit euren Schuhen, kommt ihr hier zum Schuhdoktor. Und für alle die, die eine bleibende Erinnerung brauchen, gibt es ja auch Tattoo-Studios. Das Ganze geht runter bis zur Waterfront, bis zum Strand. So Leute. Ja, das hinter uns ist das Super U und da gehen wir heute Abend essen. Ja, das gucken wir uns mal an und zeigen euch das. Das ist in Grand Bay ist es. Das soll einen tollen Food Court haben. Wir schauen mal. Hier gibt es einen Spielplatz für eure Kinder. Wow. Fun World mit Autoscooter. Wow. Und Spielhalle. Und da geht es zum Supermarkt rein. So, hier drin ist erstmal eine Mall mit vielen, vielen kleinen Shops. Einem Supermarkt. Und hier geht es auch noch hoch nach oben. So, also das hier scheint der Food Court zu sein. Hier hast du also Chinese Food, also Chinese. Dann hast du Sushi, da hast du einen Asiaten, noch einen Asiaten und einen Inder. Ist jetzt nicht so die Auswahl. So, auf der anderen Seite hast du Donuts und Waffeln und sowas, also Süßkram, gebrannte Mandeln wie auf dem Jahrmarkt. Das ist ein Stand mit den Puris. Da gibt es KFC und hier sind nochmal ja, irgend so ein Smoothie-Stand und ja, ein Inder mit irgendwelchen Roti und noch irgendein Asiate, scheinbar wieder irgendwas. Bei dem Inder hier in der Mitte gibt es Süßigkeiten, die wir teilweise schon aus Singapur kennen und die sehr lecker sind. So, seitlich davon gibt es ein Spielcasino. Dann kommt eine Bowlingbahn, Pizza, nochmal Pizza, Stairs, was auch immer das ist. Ja, das sind die Restaurants hier und da hinten sind dann noch Toiletten und so weiter. Stairs oder Steers ist so ein McDonalds-Verschnitt im Übrigen. Vorne an der Ecke gibt es noch ein Restaurant, wahrscheinlich französisch, irgendwie in der Richtung und irgendwas Happy Raya ist wahrscheinlich indisch und ist denn da oben. So, jetzt sind wir zurück und haben das Super U erkundet. Unten ist ein großer Einkaufsmarkt drin für Lebensmittel. An den Seiten habt ihr kleine Restaurants, kleine Imbissbuden und ihr habt hier auch einen Elektromarkt drin. Ja, und der Food Court ist A, halb geschlossen und B, ja, so besonders ist der eigentlich gar nicht. Da hat uns der andere im La Crozette besser gefallen.
So Leute, jetzt haben wir Hunger. Und deswegen gehen wir ins Haus des Geldes. Oder anders gesehen, La Casa de Papel. Ja, zu El Professor. So, na das war ja mal ein Erlebnis hier. Das Ding ist niegelnagelneu. Und ein echtes Erlebnis. Und die Burger sind auch toll. Ja, lecker. Also ist ein Besuch wert.